Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf dem Deck eines riesigen Schiffes, spüren den Wind im Gesicht, hören das Rauschen des Ozeans unter Ihnen und fühlen die große Aufregung, als Sie sich auf die Überquerung des Atlantiks vorbereiten. Die Titanic, als unsinkbar bezeichnet, war nicht nur ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, sondern auch ein verwirklichter Traum, die Verkörperung menschlichen Ehrgeizes und Vorstellungskraft, ein Symbol für Luxus und Innovation. In der Nacht des 14. April 1912 waren die Menschen an Bord dieses prächtigen Schiffes ahnungslos, dass sie nur wenige Stunden später ein tragisches und historisches Ereignis erleben würden. Hier ist die Geschichte, wie die Titanic in all ihrer Pracht ihr tragisches Ende fand. Wir werden die Ereignisse, die Menschen, die Träume und die Schmerzen gemeinsam erkunden. Von den ersten Tagen des Schiffdesigns bis zu jener schicksalhaften Nacht ist dies eine Geschichte von Ehrgeiz, menschlichem Versagen und einer Katastrophe, die die Welt für immer veränderte. Bleiben Sie bei uns, während wir eine der größten maritimen Tragödien der Geschichte entfalten und entdecken, wie dieses Ereignis uns noch heute beeinflusst. Die Reise der Titanic begann lange vor der Abfahrt des Schiffes. Die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts waren eine Zeit enormen industriellen Wachstums. Schiffe wurden immer größer, schneller und luxuriöser. Unter diesen Meeresgiganten stach die Titanic wie ein strahlender Stern hervor. Die Titanic, gebaut von Harland & Wolff in Belfast, war so konzipiert, dass sie das größte und luxuriöseste Passagierschiff aller Zeiten werden sollte. Bei ihrer Indienststellung galt sie als Inbegriff von Eleganz, mit prächtigen Innenräumen, exquisiter Küche und modernster Technik. Das Design des Schiffes sollte den Passagieren von den reichsten Elitegästen bis zu gewöhnlichen Reisenden unvergleichlichen Komfort bieten. Doch hinter dieser glänzenden Oberfläche verbargen sich tödliche Konstruktionsfehler, die nur wenige wirklich erkannten. Die Titanic war mit 16 wasserdichten Abteilungen ausgestattet, und man glaubte, dass diese das Schiff unsinkbar machen würden, selbst wenn eine oder zwei Abteilungen überflutet würden. Doch der Eisberg, der das Schiff in jener unglückseligen Nacht traf, durchstieß nicht nur eine Abteilung. Er verursachte eine Kettenreaktion, die mehrere Abteilungen zerstörte, sodass die unteren Decks des Schiffes schneller überflutet wurden, als jemand hätte erwarten können. Die Ursachen der Katastrophe waren nicht nur mechanische Fehler. Der menschliche Faktor spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle in dieser Tragödie. Ein übermäßiges Vertrauen in das Design und die Fähigkeiten des Schiffes deutete bereits vor der Katastrophe auf Gefahren hin. Die Besatzung war auf das Ausmaß des Unglücks nicht ausreichend vorbereitet, und im Wettlauf um größtmöglichen Glanz wurden wichtige Sicherheitsmaßnahmen vernachlässigt. Außerdem spielte die Entscheidung, trotz Eisbergwarnungen mit voller Geschwindigkeit zu fahren, eine entscheidende Rolle in der Kette von Ereignissen, die zum Untergang führten. Die Titanic war nicht nur ein Schiff, sie war auch ein Unternehmen, das von einer Reihe einflussreicher Persönlichkeiten geleitet wurde, von denen jede eine entscheidende Rolle beim Bau und Betrieb des Schiffes spielte. J. Bruce Ismay, Geschäftsführer der White Star Line, war eine der zentralen Figuren in dieser Geschichte. Ismays Ziel mit der Titanic war nicht nur ein sicheres Schiff zu bauen, sondern das luxuriöseste und prestigeträchtigste Passagierschiff seiner Zeit zu schaffen. Er träumte von einem Schiff, das den Luxusreisen eine neue Definition geben und der White Star Line einen festen Platz in der Schifffahrtsgeschichte sichern würde. Auf der anderen Seite stand Kapitän Edward Smith, ein erfahrener, aber letztlich tragischer Mann, der das Schiff kommandierte. Er hatte über 40 Jahre auf See verbracht, doch seine Entscheidung, die Titanic durch die eisbedeckten Gewässer des Atlantiks zu führen, wurde zu einem der umstrittensten Aspekte der Katastrophe. Trotz Warnungen vor Eisbergen war Smiths Selbstvertrauen und sein Ehrgeiz, die Jungfernfahrt der Titanic zu einem Rekordergebnis zu machen, ausschlaggebend. Seine Weigerung, den Kurs zu ändern, führte zum Tod von Hunderten von Menschen. Die Vorbereitungen für die Reise der Titanic waren äußerst sorgfältig. Die Innenräume des Schiffes
wurden von den fähigsten Architekten der Zeit gestaltet, wobei jedes Detail, von den Kabinen der ersten Klasse bis zur großen Treppe, akribisch geplant wurde. In den Tagen vor der Abfahrt hatten Tausende von Arbeitern monatelang daran gearbeitet, das Schiff fertigzustellen. Doch trotz dieser aufwendigen Vorbereitung gab es noch Mängel. Die Kapazität der Rettungsboote reichte nicht aus, um alle Passagiere zu retten. Das Design stellte den Luxus über die Sicherheit und ließ am 10. April 1912 trat die Titanic ihre Jungfernfahrt von Southampton an und die Aufregung an Bord war überall spürbar. Die Passagiere füllten die Decks und genossen die luxuriösen Annehmlichkeiten, das exquisite Essen und die Live-Musik, die die ersten Tage der Reise begleiteten. In den ersten Tagen verlief die Fahrt reibungslos, mit Stopps in Frankreich und Irland, bevor es über den Atlantik nach New York ging. Doch hinter den Kulissen gab es besorgniserregende Anzeichen. Am Abend des 14. April kamen mehrere Warnungen über Eisberge aus der Umgebung. Schiffe in der Nähe berichteten von großen Eisblöcken und einige empfahlen sogar, die Geschwindigkeit der Titanic zu verringern. Trotz dieser Warnungen fuhr die Titanic mit etwa 22 Knoten weiter. Eine Entscheidung, die sich als katastrophal herausstellen sollte. Während die Nacht voranschritt, setzten die Passagiere ihre Abendpläne fort, ohne die Gefahr zu erkennen. Die ersten Klassengäste aßen und tanzten in ihren Kabinen, während andere in den luxuriösen Lounges entspannten. Auf der Brücke jedoch spitzte sich die Situation zu. Die Ausguckposten arbeiteten ohne Ferngläser und hatten nur begrenzte Sicht. Als der Eisberg erstmals entdeckt wurde, blieb kaum Zeit für eine Reaktion. Gegen 23:40 Uhr am 14. April 1912 kollidierte die Titanic mit einem Eisberg. Der Aufprall hallte durch das gesamte Schiff und sofort wurde klar, dass etwas schrecklich schiefgelaufen war. Der Rumpf wurde aufgerissen und Wasser begann schnell die unteren Decks zu überfluten. Anfangs erfassten viele Passagiere das Ausmaß der Gefahr nicht. Erst als die Besatzung begann, die unteren Decks zu evakuieren und die Passagiere in die Rettungsboote zu bringen, wurde das volle Ausmaß der Katastrophe allmählich deutlich. Für Kapitän Smith und die Besatzung waren die Momente nach der Kollision von Verwirrung und Panik geprägt. Obwohl das Schiff so konstruiert war, dass die wasserdichten Abteilungen das Eindringen von Wasser verhindern sollten, war der Schaden durch den Eisberg zu groß. Das Schicksal der Titanic war besiegelt und es begann ein Wettlauf gegen die Zeit, um so viele Leben wie möglich zu retten. Als das Schiff zu sinken begann, stürzten sich diejenigen, die die Gefahr erkannten, auf die Rettungsboote, doch es gab nicht genug Boote für alle. Viele der gestarteten Boote waren nicht vollständig besetzt, sodass Hunderte von Passagieren in den eiskalten Wassern des Atlantiks zurückblieben. In einem der erschütterndsten Momente erkannten Passagiere und Besatzung, dass die Titanic tatsächlich sank. Die große Treppe des Schiffes, einst ein Symbol des Luxus, wurde nun zu einem Ort des Chaos, an dem Menschen verzweifelt um ihr Überleben kämpften. Als sich der Bug des Schiffes weiter senkte, wurden die letzten Momente der Titanic zu einem verheerenden Bild menschlicher Verzweiflung. Die Herausforderungen und Konflikte, die beim Sinken des Schiffes in den eisigen Atlantikgewässern auftraten, waren grausam. Das erste und größte Problem war der Mangel an Rettungsbooten. Während das Design des Schiffes Luxus und Geschwindigkeit priorisierte, wurde die Notwendigkeit ausreichender Rettungsmöglichkeiten vollständig vernachlässigt. Die Titanic konnte 2224 Menschen befördern, hatte jedoch nur genügend Rettungsboote für 1178 Personen. Die Frauen und Kinder zuerst Regel sollte Leben retten, führte jedoch dazu, dass einige Familien auseinandergerissen wurden. Ein weiterer Faktor, der die Katastrophe verschärfte, war das Chaos in den Rettungsbooten. Viele Boote wurden halb leer ins Wasser gelassen, da Besatzung und Passagiere darüber stritten, wer zuerst einsteigen dürfe. Die Rettungsboote selbst waren oft schlecht organisiert. Einige drifteten weit vom sinkenden Schiff ab und ließen die Überlebenden stundenlang
in der eisigen Kälte ausharren, bevor Rettung eintraf. Auch an Bord des Schiffes traten während der Katastrophe weitere Konflikte auf. Die Besatzung versuchte, Ordnung zu bewahren, doch viele waren auf das Ausmaß des Notfalls nicht vorbereitet. Die Passagiere der ersten Klasse hatten aufgrund ihrer Privilegien leichter Zugang zu den Rettungsbooten, während die Passagiere der dritten Klasse häufig zurückgelassen oder zum Warten gezwungen wurden. In den letzten Momenten wurden die Klassentrennungen deutlich sichtbar und offenbarten die sozialen Ungleichheiten an Bord der Titanic. Während die Titanic unter die Wellen sank, standen die Überlebenden vor einer weiteren harten Prüfung, dem Überleben selbst. Das nahegelegene Schiff Carpathia reagierte auf die Notsignale der Titanic und erreichte die Überlebenden etwa 2 Stunden nach dem Untergang. Als die Carpathia die Überlebenden erreichte, wurden die Dimensionen der Katastrophe vollständig offensichtlich. Von den 2224 Menschen an Bord der Titanic kamen mehr als 1500 in den eiskalten Gewässern des Atlantiks ums Leben. Unmittelbar nach der Katastrophe wurden die Überlebenden aus den Rettungsbooten geborgen. Viele kämpften mit Unterkühlung, Schock und den traumatischen Erlebnissen. Die Welt war fassungslos, als das Ausmaß dieser Tragödie bekannt wurde. Der Untergang der Titanic dominierte die Titelseiten weltweit, und sofort wurden Untersuchungen zu den Ursachen der Katastrophe eingeleitet. In den Tagen, Monaten und Jahren nach der Titanic-Katastrophe setzte sich die Welt mit den Folgen auseinander. In den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich wurden Ermittlungen gestartet, um die Ursachen des Untergangs zu klären und zukünftige Katastrophen zu verhindern. Die Internationale Eisbeobachtungsorganisation wurde gegründet, um die Eisbewegungen im Nordatlantik zu überwachen, und neue Vorschriften sorgten dafür, dass Schiffe genügend Rettungsboote für alle Passagiere mitführen mussten. Die emotionale Verarbeitung dieser Tragödie verlief hingegen nur sehr langsam. Die Familien der Verstorbenen trauerten, während die Überlebenden versuchten, das Erlebte zu verarbeiten. Manche widmeten ihr Leben der Bewahrung des Andenkens an die Verstorbenen. Gedenkstätten wurden errichtet und Museen gebaut, um an das Schiff und seine Passagiere zu erinnern. Das Erbe der Titanic ist ein Symbol sowohl für Tragödie als auch für Überlebenskampf. Obwohl die Katastrophe die Welt erschütterte, führte sie gleichzeitig zu bedeutenden Veränderungen in der Sicherheit und Regulierung der Schifffahrt. Heute bleibt das Wrack der Titanic ein eindringliches Symbol für menschliche Ambitionen und Überheblichkeit. Die Geschichte der Titanic ist in unzähligen Büchern, Filmen und Dokumentationen verewigt und fasziniert auch heute noch die Zuschauer mit ihrer erschütternden Erzählung. Doch jenseits von Geschichten und Legenden erinnert der Untergang der Titanic uns daran, aus der Vergangenheit zu lernen und die Kräfte der Natur stets zu respektieren. Letztendlich war die Titanic nicht nur ein gesunkenes Schiff. Sie war ein historischer Moment, der die Menschheit dazu brachte, über ihre eigenen Grenzen, Träume und Fehler nachzudenken. Der Verlust von Tausenden von Menschen hinterließ unauslöschliche Spuren in der Geschichte. Und diese Spuren sind bis heute spürbar. Wenn Ihnen diese historische Geschichte gefallen hat und Sie mehr solcher Videos sehen möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken.